Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Marco. Und ich, der Dirk. Hi. Und heute geht es mal wieder um Star Trek. Ja. Wir wollen euch die 5. Star Trek Produktwelle vorstellen. Es ist soweit, genau. Es ist soweit. Kunterbunte Sets. Ja, in Echtfarben quasi. Nein, Quatsch. Nein. Prototypen. Bauprototypen sind immer besonders bunt. Das kennt ihr schon. Wir haben eine Menge verschiedene Kategorien. Und ich würde sagen, wir fangen mal hier an, damit wir in der Mitte Platz bekommen. Fangen wir mal damit an. Okay, also dann nehme ich mal das hier in die Hand. Der ein oder andere erkennt es vielleicht schon, wenn man es aufklappt, was das ist. Also das hier ist ein medizinischer Tricorder. Ne? Der hat hier hinten auch seinen Sensor. Ne? Und da kann man dann quasi genau sehen, wie das Befinden so ist. Ne? Genau, also das packen wir mal hier wieder rein. Der kommt auch auf einem schönen Stand. Ne? Und wird auf der Innenseite auch bedruckt sein. Also es wird hier ganz viele Prints geben, hier unten, hier oben. Also der wird richtig klasse. Freut euch drauf. Wird ein ganz tolles Teil. Und wenn du jetzt die Diagnose gestellt hast? Wenn ich jetzt die Diagnose gestellt habe, dann weiß ich ganz genau, der Marco, der muss sich ein bisschen kalmieren quasi. Und dann nehme ich mir hier das Hypospray, ne? Und sehe dann hier, alles klar, da haben wir hier die Baldrian Spezial Portionen. Dann stelle ich hier die Dosierung ein und dann wird alles gut. Also quasi das Hypospray mit aufnehmbaren Ampullen, die sitzen hier in so einer Halterung drin, also die könnt ihr dann quasi einfach so aufnehmen. Faszinierend. Wird auch schön bedruckt sein, an einigen Stellen nicht so viel wie der Tricorder, aber auch hier sind Prints dabei. Okay, wir haben also 2 Gadgets im Maßstab 1:1. 1:1, ja. Alles klar, das ist doch schon mal schön. So, dann stellen wir die mal, ich reich's mal aus dem Bild. Und machen wir weiter mit den Brick Buddies oder mit den Brick Buddies? Mit den Brick Buddies, genau. Fangen wir mal an, hier hinten. Jetzt muss ich selber gucken, welcher das ist. Ja, das ist quasi unser Captain Sisko, ne? Der kommandierende Offizier auf Deep Space Nine mit seinem legendären Baseball, den hat er in der Hand. Und da wird es auch 2 Aufbauvarianten geben. Also es gibt einmal die Variante, wo er den Baseball in der Hand hält. Und dann gibt es noch eine andere, wo der Baseball hier unten quasi auf dem Podest festgemacht wird. Und dann hat er, glaube ich, einen Phaser in der Hand. Okay. Ja, also das sind 2 Varianten, in denen man den bauen kann. Der nächste ist ganz klar. Wer ist das? Erkennt ihr es schon? Ja. Hier, von den Farben her Von den Farben her nicht, aber er bringt etwas mit, das sitzt vor ihm und daran ist es eigentlich ganz klar zu erkennen. Das ist Data. Und Data kommt natürlich mit seiner Katze Spot, denn ansonsten wäre ja... Ich dachte erst, es ist irgendein Phaser. Nein, es ist Data mit Spot, genau. Mhm. Und die sitzt halt da und freut sich. Und falls ihr euch fragt, wie die Sachen in richtigen Farben aussehen, bei uns im Online-Shop sind die Sets jetzt als Ankündigung zu sehen. Da erkennt ihr es dann. Ja. Was haben wir noch? Die dritte im Bunde, auch aus der 2. Reihe, ist Seven of Nine. Ja, die legendäre Seven of Nine, Besatzungsmitglied der Voyager ab der 3. Staffel. Und sie hält in den Händen ein Pad und das wird auch da wird dann später auch ein Print drauf kommen und ja, lasst euch überraschen. Also Seven of Nine. Jawohl, die brauchen wir definitiv. Genau. Er hier ist eigentlich ganz klar zu erkennen, wer das sein soll. Das ist natürlich Q in seiner Robe aus der ersten TNG-Folge, ja, wo er die Menschheit verurteilt. Ich hätte jetzt fast Darth Maul genannt, aber das wäre voll falsch gewesen. Ja, obwohl, den könnten, wenn man den in anderen Farben macht und dann. So mit den, aber die Robe ist es definitiv. Also es ist Q. Wir wollten ihn erst auf seinem Stuhl bringen, aber das hätte dann zu viele Teile verschlungen. Deshalb ist es nur die Robe geworden und auch er ist recht hübsch geworden, wie ich finde. So. Hier haben wir den legendären James T. Kirk. Der hält, was hält er in der Hand? Das ist, glaube ich, sein Kommunikator. Der wird natürlich im fertigen Produkt, hat er ja auch diese goldene Klappe und so, und er hat seinen Phaser in der Hand. Und die Frisur, die macht ihn quasi aus. Die Frisur, ja. Die tolle, ja. Und der letzte im Bunde ist natürlich, er darf nicht fehlen, Quark. Ja. Den habe ich auch sofort erkannt. Den hast du als einzigen sofort erkannt. Den habe ich sofort erkannt. Also bei Q war ich mir ziemlich sicher, aber den habe ich erkannt. Der ist auch recht, der ist wirklich klasse geworden. Er hat ein Tablett dabei mit vielen bunten Flaschen. So sieht man ihn auch aus der Serie und oder in der Serie. Und ja, also auch ein sehr schöner. Eine der Flaschen ist bestimmt Root Beer.
Er hasst Rootbeer. Ja, Ja, ich weiß. Norg trinkt es gerne, aber er ist da nicht so dafür. Okay, 6 Brick Buddies, Ja. hervorragend. Ergänzt die Brick Buddies, die wir bereits in der Genau. Welle 4 haben, die bald eintreffen. Diese Brick Buddies sind bald da. Richtig. Also definitiv im Juli. Bald. Ja, also und wir haben auch noch ganz viele Ideen für andere Brick Buddies. Also wenn ihr die so klasse findet wie wir, dann wir können euch mit Brick Buddies. Gibt noch einige, Es gibt noch einige. Also das Star Trek hat da glücklicherweise ganz viele, die man umsetzen könnte als Brick Buddies. Gut. So. Dann kommen wir mal zu den Mini-Modellen. Also bei 2 bin ich mir sehr sicher, dass ich weiß, was es ist. Fangen wir doch mal hier an. Das Ding sieht verdammt gefährlich aus, als hätte es uiuiui, was für viele Phaserbänke und Torpedo-Launcher und ablative Schilde und uiuiui. Und so das, aufklappbare Fächerflügel. das müsste die Scimitar sein. Das ist die Scimitar, genau. Ja. Also das ist das Minimodell nice. der Scimitar, auch ziemlich abgefahren geworden, wie ich finde. Ja, Wünsche ich mir noch in Midsize. da bist du nicht allein. Okay. Ja. Wie seht ihr das? Scimitar in Midsize? Ich finde, die sieht dann nochmal cooler Auf jeden aus. Fall. Ist auf jeden Fall, ich erinnere mich an die Szene, als das Ding enttarnt ist und dann- sie es analysiert haben und uiuiui. Also das ist auf jeden Fall ein cooler Film, ein cooles Schiff und dementsprechend haben wir es auch. Und das da, was du jetzt zu dir ziehst, ist ja, der ist tatsächlich sogar auf meinem Mist gewachsen. Ich habe lange dafür gekämpft, dass ich ihn bekomme und da ist er nun Vija. Ist auch nicht einfach zu bauen. Richtig. Also von der Konstruktion her ziemlich cool. Ich Das- weiß gar nicht, wo im ersten Film man es tatsächlich in dieser Gestalt mal sieht, Gar nicht. weil die fliegen ja alle Gar nicht. Die Nee. fliegen ja alle nur in so eine komische Wolke rein und irgendwann sind sie drin. Richtig. Das ist sehr psychedelisch. Ich habe den Film als Kind zum ersten Mal gesehen und ich habe ihn nur so in Teilen verstanden. Also Was es dann letztendlich im Kern war, das habe ich dann wieder kapiert, aber dieses riesige Ding, in das die ganze Enterprise reinpasst, das war mir Also sehr strange. ja nicht nur die ganze Enterprise, da passt noch viel mehr rein. Der ist insgesamt, wenn ich mich nicht täusche, 78 Kilometer lang. Boah. Und da geht so einiges rein. Also du siehst quasi in dem Film, kommen sie von hier angeflogen und fliegen dann in dieser ewig langen Sequenz ganz langsam hier drüber, kommen dann hier vorne dran vorbei. Also da sind dann diese riesigen Blitze drin und hier vorne sind diese leuchtenden Kugeln, was es auch immer ist. Und hier fliegen sie dann quasi rein. Da ist dann dieses Auge oder was auch immer, was auf und Ja. zu geht und da fliegen sie dann hinein und im Inneren findet dann der Spock dieses Hologrammarchiv von all dem, was Vija auf seinem Rückweg zur Erde quasi entdeckt hat. Sehr cool. Also in gewisser Weise ist das unser größtes Modell. Also es zeigt das im Filmoriginal größte Objekt. Ja. Nein, auch das ist so nicht richtig. Es gibt noch eins, das größer ist. Aber haben wir das schon als Modell? Nee, bis jetzt noch nicht, aber auch da bin ich dran. Okay. Jetzt hätte ich ihn fast zu Spoilern verleitet. Nein. Okay, machen wir weiter. Was ist das? Bin ich jetzt ehrlich, weiß ich nicht. Ja, das ist die Raven. Und zwar ist das Schiff der Hansons. Also sind die Eltern von Seven of Nine. Die sind mit der Raven unterwegs und erforschen einen Borgwürfel. Und das machen sie über einen längeren Zeitraum. Ja, und irgendwann haben sie es dann leider übertrieben und werden dann quasi assimiliert. Und der Rest ist Geschichte. Okay. Was haben wir hier? Das ist die Equinox. Das ist auch aus der Voyager-Serie ein Schiff mit ich glaube, es ist sogar eine Doppelfolge, eine recht interessante Geschichte, die es dazu gibt. War das nicht so ein anderes Föderationsschiff, was sie Richtig. im Delta-Quadranten treffen? Genau, die finden das. Ja, Die sind auch geholt worden, sind auch auf dem Rückweg und die treffen aufeinander und die haben eine Möglichkeit gefunden, ihren Warp-Antrieb zu verstärken. Die Möglichkeit ist aber nicht ganz so. Nee, Gut, wir die wollen ist die nicht Folgen so. nicht komplett spoilern, Genau. aber das ist das ist dann so ein moralisches Ding auch. Genau. Alles klar. Was haben wir hier? Das sieht auch martialisch aus. Das ist der Gemma da. Haben wir es Schlachtschiff oder Schlachtkreuzer genannt? Das weiß ich jetzt gar nicht. Das mehr sind so die genau. großen, Also ja, diese okay. das ist das Diese Größte, riesigen, was die Gemma da haben. Ja, im kleinsten Maßstab, den wir haben. Na gut. Ja. Okay. Und das letzte Schiff sieht anders aus. Ja, es ist ein Exot. Das ist die Botany Bay. Also das ist das Schiff. Aus TOS, ne?
Aus TOS, aus der Original Series, genau, relativ am Anfang, glaube sogar noch in der ersten Staffel. Das ist das Schiff, auf dem die Enterprise und der Captain Kirk quasi die Augments findet, also Khan und alle anderen, die mit ihm unterwegs sind. Ja. Alles die dann klar. eben auf diesem Planet ausgesetzt werden und so weiter und so fort. Auch dieser Rest ist Geschichte. Auch der Rest ist Geschichte und hat einen wunderbaren Kinofilm ergeben. Khan! Herrlich. Gut, So. kommen wir weiter zu den Mid-Size-Modellen. Ja, das hat ja definitiv noch gefehlt, oder? Das hat gefehlt, aber das erkennst du jetzt auch, oder? Das erkenne ich. Ja, das ist die Enterprise E, das ist ganz Das klar. ist die E, ein bisschen gestaucht und ein bisschen gedrückt und gemacht und getan. Das ist natürlich ein Runabout. Es ist ein Runabout. Ja. Das Runabout haben wir bereits als ganz, ganz großes Modell. Haben wir es bereits als Mid-Size-Modell? Ja, das ist Midsize. Sorry, als Mini-Modell. Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, als Minimodell haben wir es nicht, nee. Wird es aber auch noch Zeit. Ja. Okay, aber haben wir es hier als schickes Mid-Size-Modell, auch mit dem entsprechenden großen Schild. Nice, also dem Schild. Ne? Ich bin gespannt, wie es dann in richtigen Farben aussieht. Kann man das hier oben auch abnehmen? Ich wollte gerade fragen, ob du die Überraschung jetzt spoilern möchtest, und ja, man kann. Okay, Ja. ich wollte sie nicht spoilern. Okay, man kann es nicht. Man kann es nicht. Natürlich kann man es. Ja. Cool. Aber wir zeigen es noch nicht. Sieht schon in kunterbunt sehr cool aus und sehr schön aus. Und ich bin gespannt, wie es dann in den richtigen Farben ist. Aber man kann es sich im Shop hier schon anschauen. Was sind das? Das ist die Akira-Klasse. Das Okay. ist die Akira-Klasse. Die Ja, Akira-Klasse. die kommt in, da bräuchte ich jetzt den Niklas dafür, der könnte uns jetzt genau sagen, in welchem Film oder in welcher Serie, an welcher Stelle und was sie genau getan hat. Ich weiß nur, sie ist bei der Schlacht um Wolf 359 ist sie dabei, da fliegt sie auch mal durchs Bild. Ich weiß es gar nicht, was es ist. Es ist irgendein schwer. Also ihr wisst mit Sicherheit, was die Akira-Klasse ist. Ihr habt laut danach geschrien, wir haben euch gehört, jeder wollte die Akira-Klasse haben. Da ist sie jetzt als Midsize-Modell. Wenn Ist ich, irgendein schweres Angriffsschiff? Keine Ahnung, wenn was ich Akira höre, denke ich, muss ich gestehen, als erstes An immer einen noch an einen sehr legendären Anime. Zeichentrickfilm. Oder Anime Ja, und, ja. und Manga. Ja. Ich auch. Aber das ist, wie gesagt, die Akira-Klasse. Es gibt da so ein Spiel, wo man die auch fliegen kann. Da ist sie ein Trägerschiff. Okay. Ja, aber ich weiß nicht, was sie in Star Trek tatsächlich ist, das weiß der Niklas besser. Das sieht für mich nach der Excelsior-Klasse NX aus. 2000, genau, die Ja. Excelsior. Ziemlich geil, also ist ziemlich gut geworden. Die haben wir echt super hingekriegt. mit dem Ist die Maßstab. Enterprise B nicht auch diese Excelsior-Klasse? Willst du mich jetzt auflaufen lassen? Du willst jetzt, dass ich mich blamiere, gell? Nein, Weil ich meine- Vorher habe ich noch gesagt, da muss ich jetzt erstmal genau gucken, weil ich springe die immer durcheinander. Ich weiß es nicht. Also Ich will dich nicht auflaufen lassen. Also, wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Bei uns im Online-Shop steht es auch richtig. es ist auf jeden Fall die Excelsior, die NX 2000. Ich weiß aber jetzt nicht. Ja. Es gibt eine 1701, eine 1701A, dann gibt's eine B. Ja. Ich liebe die Szene in Anfang Teil 3, wo sie die Enterprise ja ausleihen Ja. und die Excelsior dann hinterherfliegt und dann, haha, das dauert jetzt aber nicht lange und Transwarp-Antrieb und diese Genau. komischen Stühle, die extra vorne zugehen, weil das ist ja Richtig, und nichts Transwarp. passiert. Und dann- Da macht's Ja, das ist die hier, ne? Ja, herrlich. Aber in Episode 6 kommt ja Zulu dann mit der Excelsior der Enterprise zu Hilfe gegen den getarnt feuernden klingonischen Bird of Prey. Das unentdeckte Land. Teil 6. Achso, Teil 6, weil du Teil sagtest 6. Episode 6. Nein, nicht Episode Episode, nein, Teil 6. Also der sechste Kinofilm. Die Enterprise. Der sechste, nicht die Enterprise, ja. der Zulu ist Ja. im 6. Film Ja. Kapitän der Excelsior. Ja, wenn ist ich ein richtig schönes sehe. Schiff. Also viele Leute sagen, es wäre hässlich, aber mir gefällt es. Mir hat es schon immer gut gefallen. Ja. Jetzt haben wir es auf jeden Fall auch in Mid-Size. So, jetzt darf ich mal hier nicht alles zubauen. Auf die Gefahr, mich zu blamieren, das sieht mir nach der Stargazer aus. Und nein, du gehst recht, das ist die Stargazer. Captain Picards erstes Kommando, also das ist sein allererstes Schiff, das dann irgendwann mal in einer Kampfsituation quasi verschollen ging, aufgegeben wurde und er kriegt es dann in einer Folge von den Ferengi quasi wieder zurück. Mit natürlich Hintergedanken. Ja. Ja, ja. Also mehr müssen wir da auch nicht erzählen. Mehr müssen wir nicht erzählen. Die Sieht Stargazer. auf jeden Fall schick aus. Ja, Äh, auch sehr gut gleich geworden. gleich zu erkennen. Midsize ist wirklich ein dankbarer Maßstab. Und hier sind wir wieder bei den Jem'Hadar. Genau.
Und das erkennt man auch ganz klar und eindeutig. Das ist der Jem'Hadar Angriffsjäger, also der Jem'Hadar Bug, den wir auch. Aber ist eigentlich richtig? Ist da vorne oder ist? Hier ist vorne. Da ist also vorne. so gehört das nochmal ein bisschen weiter nach unten gebogen. Also was Insektoides. Richtig, genau. Cool. Das ist das Ding, mit dem sie dann eine Galaxy-Klasse Ja, zerstören. das war so, ne? Die Szene sieht nicht wirklich schön aus. Nee, das schmerzt immer noch, wenn ich dran denke. Aber den haben wir auch schon im kleinen Maßstab und jetzt haben wir ihn auch als Mid-Size-Modell. Auch sehr gut geworden. Fantastisch. Ja, dann sind wir doch fast durch. Fast. Ihr habt lange drauf warten müssen, aber hier ist sie jetzt. Das ist die Enterprise E. Als Displaymodell. Im Displaymaßstab, ja. Auch absolut genial geworden. Also es ist wieder von der Form her haben wir. Ja. Ich finde es klasse. Und super geworden. der Stand ist ähnlich aufgebaut wie der Stand der NX01. Ist quasi als Schatten des Schiffs. Genau. Sehr schöne Idee, die wir bei den ersten großen Modellen noch nicht hatten. Genau. Jetzt aber aufgegriffen haben. Genau, mit der NX war das quasi das erste Mal. Da hat unser Designer, das ist der Adrian, hat das einfach mal so versuchsweise gemacht. Und ich gesagt, das ist super, klasse. Wo immer es geht, verwenden wir das jetzt. Sehr schön. Ich weiß leider nicht auswendig, wie viele Teile das Schiff hat. Guckt's mal Die hat gar nicht so viel. Online-Shop nach. Sie hat nicht so viele, genau. Das entspricht auch dem, was wir mit der NX01 wollten. Dadurch ist das Schiff nämlich ein großes Displaymodell, aber auch nicht ganz so teuer wie ein 2.500 Teile-Set. Es ist uns halt wichtig, dass die Schiffe von der Länge her, wenn die jetzt auch im Maßstab dann nicht zusammenpassen, von der Länge her in etwa im Regal alle gleich sind. Dass die, also nicht eins so und eins so, das wäre ja blöd. Dementsprechend sind die von der Länge her alle recht dicht beieinander. Richtig. Also wenn man die richtigen Maßstäbe ansetzen würde, wäre es sowieso schwierig. Dann wäre halt so ein klingonischer Bird of Prey halt irgendwie so. Ja, eben, das ist nichts. Und das Runabout wäre so und ja. Okay. Ja, damit haben wir es eigentlich. Hast du noch irgendwas, Kleines? Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten, genau. Die hole ich jetzt einfach mal rein. So, fangen wir mal von vorne an. Also wir haben hier noch was ganz Kleines. Ja. Ist das süß? Das ist unser neuer Microscale-Maßstab. Ist das niedlich? Nein, ist nicht Microscale, ist was anderes. Und zwar der Adventskalender. Genau, das ist unser Adventskalender. Unser Star Trek Adventskalender. Da zeigen wir euch jetzt keine 24 Türchen. Nein, das wäre viel zu einfach. Wir zeigen euch nur so ein paar. Ja. Also wir haben tatsächlich wir haben mehr als 24. Ich glaube, es sind so es sind mehr. Wir haben hier einige Schiffe aus sehr wenigen Teilen bestehend, ne, für so verschiedene Adventskalendertürchen. Das kenne ich aber schon. Ja, na gut, das ist auch nicht schwer. Das kenne ich schon. Ich weiß nicht, ob es 1:1 so gebaut ist oder nur sehr ähnlich, aber das sieht mir von der Bauweise sehr nach der Defiant aus, die an der Dings andockt. Ich müsste lügen, aber ich glaube, dass die tatsächlich ein bisschen anders gebaut wird als das Ding, was dran. Aber von der Größe her sind es gleich. Ja. Also wir haben ich würde mal sagen, eine Enterprise aus TOS, genau. Eine Enterprise A, eine Enterprise D, genau. Eine Enterprise E, eine Defiant, eine Voyager und... Da wird's schwierig. Da wir hier 2 Verbindungen haben, würde ich vermuten, es ist die Enterprise NX01. Ganz genau. Das ist richtig. Gut, das sind nur ein paar Türchen. Es gibt natürlich 24 Türchen und wie das bei Adventskalendern ja sehr gerne so ist, da ist da ja manchmal an Nikolaus ein bisschen mehr im Adventskalender und drin. Weihnachten ist vielleicht auch ein größeres Türchen. Ist vielleicht auch ein größeres Türchen. Genau, also könnt ihr gespannt sein. Den Adventskalender wird es bei uns dieses Jahr zu Star Trek auch geben und vielleicht gibt's auch noch einen, aber das ist Inhalt für ein anderes Video. Genau, wir wollen nämlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, wir wollen mal wieder ein Preview-Video drehen. Und wir haben uns da was ausgedacht. Mal gucken, ob das klappt. Wenn alles klappt, dann werden wir ein Live-Preview-Video drehen, wo wir dann so nach und nach euch coole neue Prototypen zeigen und ihr direkt darauf reagieren könnt und uns schreiben könnt, wie ihr das findet und andere Produktideen in den Chat knallen. Natürlich. Ja, ich würde sagen, aus der Star Trek-Welt war es das dann erstmal. Die Welle 4
die zieht sich ja eigentlich leider aus diversen Gründen immer noch wie Gummi. Kaugummi. Ja, die zieht sich nach wie vor noch, ja. Wie kardassianischer Kaugummi. Ich weiß gar nicht, ob die Kaugummi haben. Ich habe keine Ahnung. Es fehlt noch die große NX1, das Displaymodell. Ja. Ist aber produziert auf dem Weg. Ich wollte es gerade sagen, die ist schon unterwegs hierher, die ist also bald da. Da haben wir auch das Produktmuster schon aufgebaut, kontrolliert, super. Sieht wunderbar aus. Ja. Die Flat Silver Teil, das ganze Schiff in Flat Silver, das sieht halt wirklich krank aus. Und die Brick Buddies, die werden tatsächlich bald eintreffen. Bald, das weiß ich, kommt bald an. Mitte Juli vielleicht. So, die Welle. Ich habe gerade was gesehen. Ja. Interessant. Ja, vielleicht. Ach ja, die hat eine Einrichtung. Wow. Die Welle 5, das können wir euch versprechen, wird nicht so auseinandergezogen sein. Nein. Da ist alles, was ihr hier seht, ist lizenztechnisch approved, ist alles fertig, ist alles in Produktion, wird auch alles, nicht alles auf einen Schlag, aber relativ zeitnah im Laufe eines, weiß nicht, Vierteljahres maximal oder so hier eintreffen. Stand heute. Ja. Welle 4 ist, auch weil wir mit den Brick Buddies was Neues ins Spiel gebracht haben. Ja, wir haben da ein bisschen experimentiert in der 4. Welle, auch mit dem Wandbild. Mit dem Wandbild und weil wir die NX01, das haben wir euch ja schon mal erzählt, entworfen haben. Das war dann so ein riesiges 2600 Teile Modell und uns dann entschieden haben, nein, es ist zu groß, es ist zu teuer, es passt nicht zum Rest. Wir so ein Flatscher. wir machen aus dem Flatscher ein solches Schiff, wir entwerfen es nochmal komplett neu. Das hat natürlich Zeit gekostet. Ja. Aber wir versuchen aus Fehlern zu lernen. Ja, ich denke, das kriegen wir auch hin. Deshalb wird es mit der Welle 5 wieder deutlich zeitnah sein, dass wir alles veröffentlichen können. Wenn ich das alles hier so sehe, was hier so auf dem Tisch steht, wird die Welle 5 auch richtig, richtig gut. Ja, und sie wird nicht ganz so bunt wie das, was ihr hier seht. Nee, ihr wisst ja, schaut bei uns im Online-Shop vorbei, klickt schon mal den Verfügbarkeitsbutton, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn die Sets da sind. Ja, ich würde sagen, für heute war es das dann aus dem Noppenstein-Studio und dem Alpha-Quadranten. War ja auch eine Menge Zeug. Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt's noch mehr. Viel Spaß beim Bauen. So ist es. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ja, sie hat... Zeig mal hier. Das zeigen wir nicht. Nein, das... Und ich glaube, da sind auch Brenns drin. Das zeigen wir nicht. Okay. Ich meine, du würdest ja wahrscheinlich auf den... Also wenn die Verpackung vernünftig designt ist, wird man es auf der Verpackung sehen. Ja, ich hoffe nur, dass wir die Rückseite der Verpackung müssen wir dann noch verstecken. Die muss ich noch rausnehmen. Das ist Überraschung muss sein. Gut.